Hallo, willkommen im 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Silber- und Junior-Gold-Aktien beginnen zu steigen. Disclaimer. Silber hat heute das Tief von 22,50 bei der Trendlinie 200 Tageslinie exakt getroffen und geht bei 22,66 aus dem Handel. GDXJ trifft ebenfalls die 200 Tageslinie und geht über diese Linie aus dem Handel. Jetzt ist natürlich die Frage, die niemand beantworten kann, ob damit die knapp zweijährige Abwärtsbewegung ihr Ende gefunden hat und der Anstieg begonnen hat. Dass dieser Beginn einmal stattfindet, steht hingegen außer Frage, weshalb man wegen dem niedrigen Niveau jeden Tag damit rechnen muss. Die Negativität bei einigen Anlegern ist jedenfalls sehr hoch, was im Umkehrschluss das Smart Money wieder in den Markt lockt. Wer jetzt schon starke Verluste hinnehmen musste und das Handtuch werfen will, sollte immer daran denken, dass solche emotionalen Reaktionen bei anderen Investoren wieder Kauflaune auslöst. Insgesamt sind Minen noch sehr stark unterbewertet. Selbst bei einer Verfünf- und Verzehnfachung wären Pennygold-Aktien immer noch weit von dem 1-Dollar-Marke entfernt. Die heutige Kaufgelegenheit sind der Schlüssel für die höchsten Gewinne, auch wenn wir seit gut einem Jahr bereits viele Goldaktien tiefere Tiefs gesehen haben, bei anderen aber erst in diesem Moment. Ja, wird sich erweisen, ob Silber weiter einbricht oder ob es jetzt nach oben abprallt. Das kann natürlich keiner beantworten. Aber ich denke, das Ende der Silberkorrektur kommt und möglicherweise ist das Absenken des sozusagen eine Indikation, weil es natürlich das Smart Money nicht so viel Leute bei sich haben will, wenn es dann doch aufwärts geht, gerade Pennygold-Aktien und Silber an sich. Ja, hier ist ein Goldprojektgenerator und Silberprojektgenerator mit gutem Explorationsgebiet, einem sicheren Rechtsgebiet in British Kolumbien. Also Sie sehen das auf der Karte, wo Sie sind. Das ist die sogenannte Golden Triangle. Sie haben ja Fokus auf 10 Edelmetall- und Basismetallprojekten. Das Midas-Gebiet beispielsweise, das Empire-Gebiet, das Goldstandard-Gebiet und das Golden Star-Gebiet. Das, was dieses Unternehmen auszeichnet, sind die teilweise extrem hohen Werte sozusagen für Gold, für Silber, Kupfer und so weiter. Und Sie sehen das hier teilweise hier 27% Kupfer, das ist viel, 33% Blei, 29% Zink, das muss man sich mal vorstellen, 16,4 Gramm pro Tonne, teilweise extremst hohe Silberwerte. Auch hier den anderen Projekten, zum Beispiel hier 55 Gramm pro Tonne Gold, 2340 Gramm pro Tonne Silber. Kein Wunder, dass Crested Capital sich hier aktiv beteiligt. Die haben ja, sage ich mal, eine gewisse Allianz mit Quinton Henning, das ist ein dieser berühmte Geologe. Und der ist auch da und die werden nicht umsonst jetzt hier ihre Millionen hier investieren. Und das dürfte auch der Grund sein, warum diese Aktie eigentlich auch in diesem schlechten Umfeld eigentlich sich weiter nach oben schleicht. Also nicht auf negative Gold- und Silberpreise reagiert, sondern steigt. Und das Potenzial dürfte enorm sein. Und gerade wenn die Stimmung am Markt sich ändert, dürfte eigentlich auch die Marktkapitalisierung stark ansteigen und dieses Unternehmen aus meiner Sicht müsste dann relativ schnell Richtung 1 Dollar und wir hoffen natürlich noch viel, viel mehr sein. Wie gesagt, ist natürlich so, hat einige gute Attribute. Ne? Das ist dieses hochgradige Gold und Silber, die Beteiligung Crescat Capital, Geologe Quinton Henning, Golden Triangle ist gut und ja, also diese extrem hohen Silberwerte auch. Finde ich sehr interessant, sollte man sich ansehen. Ist natürlich trotzdem immer noch ein sehr hohes Risiko, ist wie auch immer auch keine Kaufempfehlung. Ja, Gold generell. Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar. Wie kommen wir darauf? Weil die Chartsituation ähnlich aussieht. Ähm,
Da haben Sie es gesehen, das ist in den 1970er Jahren, das ist Anfang von 35 $ auf 200 gestiegen, hat dann auf 100 korrigiert, hat sich dann rangearbeitet auf 200. Da gab es dann noch mal eine heftige, empfindliche Korrektur. Das hat sicherlich viele Investoren abgeschreckt, aber die es eben nicht abgeschreckt hatte, konnten eben in einem Jahr sich über die Vervierfachung des Goldpreises freuen. Aber die Vervierfachung des Goldpreises ist das noch gar nichts dagegen, was dann Pennygold-Aktien machen. Und das ist der Grund, warum wir auch in diesem Sektor sind, weil wir hoffen, dass sich sowas irgendwie wiederholt. Sie sehen hier die Werte von 5 Cent auf 19 $, 10 Cent, 36 $, 20 Cent, 40 $. Das heißt, diese Aktien können um das 100, 200, 300-fache steigen. Und 1000 $ können 100.000, 200, 300.000 werden. Das sind natürlich lebensverändernd Gewinne. Das gibt es auch nicht allzu oft. Aber ich denke, wir haben eine extreme Unterbewertung. Wir stehen bei einem massiven Anstieg von Gold und Silber. Das heißt, die Zutaten sind eigentlich dabei, dass wir ähnliche Werte sehen, aus meiner Sicht. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns? Also wir glauben, es gibt jetzt einen moderaten Anstieg von Gold und Silber, also Gold 2400, Silber vielleicht mindestens 42. Dieser relativ noch nicht so starke Anstieg reicht aus, um gerade bei diesen extrem unterbewerteten Penny-Gold- und Silberaktien die in den Dollarbereich und mehr zu treiben. Und das ist die ganz große Chance, weil die werden nämlich in der Anfangsphase bewertet. Die sind jetzt immer noch total am Boden, die werden quasi jetzt zum Leben erweckt. Und das heißt nichts anderes als in der Frühphase ein Bewertungsabfall. Wenn die von fast null dann Richtung 10, 20, 30 Cent, dann in 1, 2 $ steigen, das ist der große Bewertungsabschlag. Das gibt es dann später nicht. Wenn dann zum Beispiel Gold auf 3.000 $ steigt, dann sind ja Goldaktien schon wach. Sie sind im Wesentlichen alle über 1 $, 2 $. Dann steigt das eher synchron mit, vielleicht ein bisschen stärker. Deswegen gibt es die ganz große Chance bei diesem Penny- und Explorationsjagd nur jetzt, wo sie total zerstört sind. Aber wir brauchen natürlich auch eine signifikante Änderung in der Wahrnehmung von Gold und Silber. Die haben wir nicht, die Stimmung ist schlecht und das führt zu diesen extrem niedrigen Preisen, die aber nichts anderes als eine, ja, auch wenn es missbraucht ist zu sagen, eine weitere Kaufchance sind. Ja, die Unterbewertung ist immer noch extrem bei Goldaktien. Es gibt eigentlich zwei Gründe. Das ist einmal, dass Goldaktien seit 1996, sehen wir auf dem rechten Chart, im Verhältnis zu Gold- und Bärenmarkt ist endlich jetzt erst den Boden gefunden haben. Die Statisten glauben, dass es gewaltsam äh, ähm, diese Unterbewertung beendet wird. Genau dasselbe ist ein Bewertungsunterschied zwischen sogenannten Senior-Aktien wie Berkshire Newmont mit diesen beschriebenen Pennygold-Aktien. Und auch die können sich eruptiv sozusagen, kann die Bewertung beendet werden. Und das gab es nämlich schon mal im Jahr 2002. Und zwischen 2002 und 2004 hatten wir einen der stärksten Gold- und Silberaktien-Rallye. Und da ist es wieder auch in der Vorphase. Also da waren wir noch weit, 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 weit weg von Gold 1900 im Jahr 2011. Und warum performen denn diese Goldaktien in der Frühphase vom Jahr 2000 bis 2004? Ja, weil sie quasi von total zerstört am Boden liegen, überhaupt zum Leben erweckt worden sind. Das ist der Grund. Und das ist eigentlich dieselbe Situation nach wie vor aus meiner Sicht, die jetzt bevorsteht. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Das wäre eigentlich im Nachgang, ist es halt immer einfach. Aber im Grunde genommen hätte man eigentlich eine gute Penny-Gold-Aktien ständig einsammeln müssen. Dann wäre irgendwann dieser Boom gekommen mit diesen Exzessübertreibungen, 850 $, dann die Gewinne verkaufen, wo der Markt ganz heiß ist und dann diese Gelder einfach nehmen und reinvestieren in Top-Aktien oder Top-Fonds. Das wäre damals, das ist der Blick in die Vergangenheit, das Richtige gewesen. Man hätte also, Sie sehen es an dem Beispiel, verschiedene 50 Dollars nehmen können, in verschiedene Goldaktien investieren können, viele verschiedene Alternativen haben und ein paar hätten da vielleicht im Schnitt um das Hundertfache gestiegen. Ich habe Ihnen ein Beispiel gezeigt, einige sind sogar mehr gestiegen. Ähm, Das hätte man einfach aussitzen müssen, so wie wir das meines Erachtens jetzt aussitzen müssen. Und damals hätte es eben gereicht, einfach andere Standardaktien, Topfonds wie Berkshire Hathaway zu kaufen. Es hätte also gereicht, aus einer 50 $ Investition in Goldaktien wären dann bis 1999 1 Million geblieben. Das ist einfach unglaublich. Aber das ist der Blick zurück. Das dürfte diesmal ähnlich sein, mit aber ein paar Spezifikationen.
Ereignis 2, Ereignis 3, das ist im Grunde genommen einfach der Hintergedanke, wenn Goldaktien steigen. Und so ist es gleichzeitig ein Krisenbarometer. Wir sind eigentlich von mehreren Seiten bedroht, wenn man ehrlich ist. Das sind zum einen die minenproduzierenden Länder. Sie könnten den Besitz von Ausländern verstaatlichen, den Schwierigkeiten, extra Steuern, sonst was machen. Noch freuen sie sich natürlich über Arbeitsplätze etc., Steuereinnahmen. Und dann eben auch unser eigenes Bankensystem, das irgendwie auch implodieren könnte und uns vielleicht dann die Möglichkeit gibt, dass wir unsere Assets gar nicht verkaufen können. Das ist einfach eine Realität. Wir wissen nicht genau, wie das abläuft, aber es sind auch Bedrohungen, von denen sollte man natürlich eher im Vorfeld sprechen als danach. Meiner Meinung nach, die einzige Chance, dem anzugeben, ist relativ früh im Vorfeld verkaufen. Ein paar Monate haben wir noch, bevor vielleicht wirklich sehr starke negative Ereignisse eintreffen. Und wir hoffen natürlich, dass bis dahin die Goldaktien fliegen. Man hat zum Beispiel einen Vorteil von Gold- und Silberaktien, ist dann, dass man davon leben kann. Man kann mehr Gold und Silber kaufen und man kann eben davon leben und braucht nicht seine Gold- und Silberreserven zu kaufen. Also meines Erachtens gibt es sehr viele Vorteile bis zu diesem Punkt, wo wir vielleicht noch härtere und schlimmere Verhältnisse haben. Und da muss jeder selbstverständlich seine eigene Bank sein. Das sollte man nie aus dem Auge verlieren. Nichtsdestoweniger, 1980 war es so, als diese Gold- und Silberwerte ihre Maximalwerte erreicht haben, war es eben möglich, für eine Unze Gold einen Dow zu bekommen. Heute muss man noch 14 Unzen hinlegen. Und Sie sehen ja hier, Chartisten erwarten, dass es sogar noch billiger wird dieses Mal. Also Sie kriegen vielleicht für eine Unze Gold 2 Dows oder sogar 4 Dows. Das ist denkbar. Das Ganze geht möglicherweise dann auch noch mit Bankenschließungen, systemischen Crash, sonst was. Trotzdem glaube ich, dass da irgendwelche Werte erhalten bleiben. Und der Vorteil gegenüber 1980, wenn man das überhaupt Vorteil nennen kann, dass natürlich so ein härteres Einbrechen, sicherlich auch in irgendeiner Form wieder ein Hochfahren, führt einfach noch zu günstigen Preisen. Deswegen ist es möglicherweise berechtigt, hier diese rote Linie einzuziehen. Interessant ist auch zu wissen, dass ein Standard aus 1980 man für 500 Unzen Silber kam. Mike Maloney hat das gesagt, beobachtet. Und wenn diese Krise dann dementsprechend härter ist, dann sinken natürlich auch die Immobilienpreise gegenüber Standardhäusern. Wir kriegen es vielleicht dann unter Umständen für 250 Unzen ein Haus. Ja, gut, wir werden sehen. Das ist aber jetzt nicht in Terms von irgendwelchen Verheißungen gedacht. Das sind einfach versucht, die Beobachtungen, die sie damals gemacht haben, hochgerechnet auf die heutigen Zahlen, einfach nüchtern hier über die Bühne zu bringen. Ähm, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Ja, das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Aber zu allen Zeiten. Aber zu allen Zeiten werden selbstverständlich Anleger angelockt, wenn der Markt heiß läuft, wenn alle über Kryptos reden, investieren sie in Kryptos und wenn alle über Goldaktien reden, wollen sie auch in diesen Sektor. Und genauso darf man es eben nicht machen. Das sind eigentlich Verkaufszeichen. So, und jetzt werden wirklich Goldaktien gehasst, etc. Sie bieten einen höheren Hebel, gerade in dieser anfänglichen Phase, wo Gold steigt, wie ich das erklärt habe, weil sie wirklich von ganz, ganz null mit einmal zum Leben kommen. Deswegen dieser erhöhte Hebel. Davon haben wir dann die Möglichkeit, mehr Gold und Silber zu kaufen. Dann sind Goldaktien nicht mal so attraktiv, weil sie maximal synchron laufen, vielleicht ein kleines bisschen besser. Nichtsdestoweniger kann sich die Krise nochmal verschärfen oder einfach nochmal die Bewertung von Gold und Silber nimmt zu. Und dann glaube ich, dass die Goldaktien nicht dementsprechend einen Mehrwert bieten. Sie könnten eben auch verstaatlicht werden oder andere systemische Krisen. Irgendwann hat dann Gold bei 8.000 heutige Kaufkraft seinen maximalen Höhepunkt, Silber bei 300. Das ist dann auch wieder ein Indikator, dass wir heiß gelaufen sind, was den Zuwachs der Kaufkraft betrifft und dass wir in klassische produktive Assets gehen müssen, was auch immer da kommt. Ich sage immer, jetzt müssen wir die Dynamik der Währungsentwertung, der Inflation, die müssen wir spielen und mit maximalen Gewinnen rausgehen, sprich möglichst viel Gold und Silber und ab irgendeinem Punkt reinvestieren und wieder in Produktivität, Zukunftstechnologien, klassische Werte zu sehen, wie auch immer die Dynamik aussieht, welche Aktienmärkte und wo ist, wie das organisiert ist. Das Schöne an dieser Strategie ist, dass wir dann die Option haben. Das könnte wirklich komisch werden, weil ich denke eben, wir können es eben nicht wie die 1970er Jahre machen, einfach Goldaktiengewinne sehen und das einfach an Standardaktien umtauschen. Nichtsdestoweniger werde ich das persönlich auch tun, mit vielleicht 5%, um einfach diese Sache zu beobachten und auch durchzuspielen.
auch möglich, dass das am Ende keine schlechte Idee ist, aber es ist eben mit Risiko behandelt. Also ich würde schon die Gewinne, ich persönlich, in physische Werte zu 95% machen, einfach um das auf Nummer sicher zu gehen und das andere eher aus, ja, aus Gründen der Beobachtung und der technischen Realisierung, dass man das nicht aus dem Fokus verliert, trotzdem mitmachen. So würde ich das angehen, aber da kann man ja sich später nochmal, werde ich mich nochmal äußern, wie man das nochmal vielleicht genau machen kann. Ja, 1000 Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir haben, rechnen den Potenzialfaktor aus Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko, Exit-Strategie ist auch mit bei. Weitere Informationen, wo Sie den Report, wenn Sie sich dafür interessieren, kaufen können, finden Sie unten im YouTube-Video. Ja, Einlagen von Gold und Silber sind Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen in beliebigen Mengen. Sie haben keine Mindestinvestitionssumme. Sie sind vergleichsweise sehr, sehr, sehr günstig im Vergleich zu anderen Händlern. Und eine Überweisung schon ist um Zollfreilager in der Schweiz. Genauso leicht ist der Vergleich. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Und mir vielleicht auch ein Like geben. Das würde den YouTube-Kanal voranbringen. Nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.